Hi Leute, willkommen zur Folge 2 der Geländebaureihe rund um Keschik. Wer lebt nochmal auf Keschik? Die Wookies. Für den Fall, dass es einige noch nicht wissen. Ja, ihr sollt euch unbedingt auch Folge 1 und Folge 0 angucken, falls ihr jetzt erst einschaltet, denn dann seht ihr so einen kleinen Überblick, was wir mit Keschik alles machen werden, wie lange wird die Reihe und ja, in Folge 1 haben wir das hier zusammen gemacht, ne? Ja. Du hast da fleißig mitdekoriert. Was hast du denn nochmal so draufgeklebt gehabt? Krass. Ganz verschiedene Pflänzchen haben wir da drauf gemacht. Also zum Beispiel Moosbewuchs am Wasserfall rum oder an schattigen Stellen. Wir haben ein bisschen Grasflächen. Wir haben natürlich aber auch andere Pflänzchen, verschiedene drauf gemacht. Genau, große Gewüchse. Gerade nochmal kurz zusammengefasst. Ja, und heute, was machen wir heute? Heute machen wir die Filler-Elemente. Also zum Beispiel so etwas wie das hier. Oder aber auch hier mit den kleinen Felsen. Filler-Elemente sind ultra wichtig für Spieltische, weil oft denken gerade Neueinsteiger in dieser Szene, also Hobby, ja, ich mache eine Stadtwelt, setze 6, 7 Häuschen drauf, dann ist mein Tisch ja voll, weil laut Regelheft muss ich ja 25% nur füllen. Ja, dann habt ihr riesige Sichtblocker, wo einfach wirklich keiner was sieht. Sobald einer um die Ecke läuft, wird er erschossen. Ist ziemlich langweilig auch zum Spielen. Deswegen Filler-Elemente. Bei einer Stadtplatte zum Beispiel können es einfach nur Mülltonnen sein. Oder ein Auto. Bei einer Waldwelt, wie hier, Sträucher, wie es Juicy schon gesagt, Gesteine. Was denkst du, warum das Sinn macht, dass man so Sachen hier draufstellt, jetzt bei einem Wald? Also zum einen denke ich, es ist auch für die Figuren vielleicht ein bisschen zum Verstecken, wie ein Sichtblocker auch. Oder Deckungsblocker. Deckungsblocker. Und ich denke, es macht halt die Platte auch deutlich lebendiger, wie wenn man überall authentischer sehr. Ja, weil es ist einfach im echten Leben hast du ja auch nicht nur so große Blöcke überall so stehen, sondern du hast ja auch kleinteilige Dinge und das macht es einfach viel authentischer und schöner auch, finde ich. Also so als Merkmal vielleicht für euch, ich gucke, dass ich auf meinen Platten immer so 10 solcher Objekte habe, die ich einfach streuen kann. Immer wieder Lücken irgendwo schließt zwischen großen Objekten, zum Beispiel zwischen Rixer Häusern, dann nehme ich einfach halt irgendwie eine Parkbank oder sowas dazwischen, dass einfach die Figuren nicht einfach nur zum nächsten Haus hinrennen müssen und hoffen, dass sie nicht erschossen werden und sich einfach hinter der Bank verstecken können oder beim Wald halt einfach Gesteine, Sträucher, verschiedene. Zum Beispiel das Tauntaun hier unten, Sotehü, könnte sich auch hinter diesem Strauch verstecken, weil laut Reglement vom Star Wars Legion muss eine Figur zu 50% circa verdeckt sein oder die Base. In dem Fall ist eindeutig auch das Tauntaun versteckt. Ich glaube, ihr seht es sogar gar nicht. Lass mal kurz hoch. Hiesen. Ja, dann würde ich sagen, bastel ich jetzt mal los und wir checken uns nachher noch ein paar Geländeobjekte davon aus, ne? Ja. Kannst dir schon mal was zusammensuchen von den kleinen Sachen und euch viel Spaß beim Bastelpart. Bis gleich. Anzeichnen der Rohform. Unser Hauptwerkstoff sind diese sehr schmalen Styrodurplatten. Das sind Platten, die werden für Wärmeisolierung oder für Trittdämpfung bei Laminat und Fußböden benutzt, zum Beispiel bei Fliesen. Ich zeichne mir hier sehr unterschiedliche Formen auf. Auch L-förmige Formen kann ich euch nur empfehlen. Dann kann man eine Figur von 2 Seiten Deckung erhalten. Und ihr seht es auch hier, ich schneide das Ganze einfach nur mit einer Haushaltsschere aus. Danach habe ich mehrere dieser Flächen nochmal mit weiteren Stücken des Styrodurs hier quasi beklebt, damit ein ungleichmäßiger Waldboden entsteht. Danach habe ich die Kanten alle angeschrägt, indem ich das Stückchen hier einfach an die Tischseite gelegt habe und dann mit dem Cuttermesser eben die Flächen angeschrägt. Muss nicht gleichmäßig sein, kann auch ein bisschen variieren. Und so sah das Ganze ungefähr dann aus. Danach habe ich auf alle Unterseiten dieser Füllerelemente etwas Pappe geklebt, einfach damit sich diese Geländestücke nicht so sehr hochwölben nachher und auch etwas gleichmäßiger an den Platten liegen. Habt ihr das gemacht, macht unbedingt etwas Gewicht drauf, ein Buch oder nochmal weiteres Gewicht auf das Buch oben drauf. Das Buch sorgt dafür, dass sich das Gewicht gleichmäßig auf die Stücke verteilt. Bemalung, Strukturfarbe. Wir verwenden jetzt wieder unsere Strukturfarbe, die wir bereits in Folge 1 bei dem Bau der Klippe angemischt haben. Schaut mal oben in die Infobox, hier verlinke ich nochmal die Folge 1. Könnt ihr euch nochmal genauer ansehen, wie die Strukturfarbe angemischt wurde. Eine Strukturfarbe besteht im Prinzip in kurz aus 3 Teilen. Das ist ein Teil Wasser, ein Teil Grundfarbe und ein Teil Sand, in meinem Fall meistens Vogelsand.
Die Strukturfarbe wird großzügig aufgetragen und dann nach circa einer Stunde, manchmal auch etwas länger, je nach Bedingung der Temperaturen, ist das Ganze trocken. Bemalung Shaden. Wir mischen uns ein selbstgemachtes Shade an, ungefähr ein Teil Farbe zu 10 Teilen Wasser. Ihr könnt dafür auch was anderes nehmen als schwarz. Ihr könnt auch ein dunkles Braun nehmen, ein Blau ist sogar okay, genauso auch ein dunkles Grün, einfach eine Dunkelfarbe eurer Wahl. Wichtig allerdings, macht etwas Spüllimit hinzu, denn dann löst ihr die Oberflächenspannung des Wassers auf. Bedeutet, das Wasser zerfließt, es perlt nicht mehr. Trocknungszeit ca. 2 Stunden und wichtig gut durchtrocknen lassen. Hi Leute, wenn ihr mehr sehen wollt auf diesem Kanal, unbedingt auch abonnieren. Du hast schon wieder das Liken und das Kommentieren vergessen. Auch das. Danke. Trockenbürsten der Bases. Nun wird wieder fleißig trocken gebürstet. Ihr seht, teilweise kleben die Teilchen noch hier auf meinem Zeitungspapier. Ich nehme das Nougatbraun, was ich auch benutzt habe für die anderen Waldflächen bisher, damit ich einfach ein gleichmäßiges Farbkonzept habe. Das ist eine Abtönfarbe und ich nehme hier einen schlichten Borstenpinsel zum Trockenbürsten. Bedeutet eigentlich auch, was ist Trockenbürsten? Ich nehme kein Wasser mit dem Pinsel auf, ich nehme nur Farbe auf, tupfe die an einem Zewa ab und fahre damit dann über das gewünschte Objekt. Dann nehme ich die Abtönfarbe Sand und tue das Ganze ebenfalls wieder trockenbürsten. Wichtig ist allerdings, ich möchte keine vorherigen Farbschritte mehr übertünchen, also ich sorge dafür, dass auch alle Schritte stehen bleiben. Jetzt bürsten wir das Ganze noch trocken mit der Abtönfarbe Bambu. Das ist ein sehr helles Grün. Wir streifen den Pinsel sehr gut ab, damit nur noch wenig Farbe auf die Waldbases kommt. Dekorieren, begrünen. Ja, nun habe ich mit einer Zange einige Löcher in diese Waldbases gemacht. Das kann man auch mit dem Schraubenzieher machen oder auch ihr könnt einen Kugelschreiber dafür verwenden. Nehmt irgendwas einfach, mit dem ihr gut klarkommt und dann werden alle Pflanzen mit Heißkleber festgeklebt. Ich habe meine Kunststoffpflanzen alle vorweg schon mal gecuttet. Habe mir verschiedene Pflanzen hier ausgewählt für meine Platte. Einige packe ich unten in die Beschreibung. Ich kann euch allerdings nicht mehr sagen, wo ich alle her habe, da ich mich immer das ganze Jahr über eindecke. Vor allem bei Sale-Aktionen im Spätsommer oder im Frühjahr bietet es sich an, mal durch die Dekomärkte, Gartenzentren, Möbelhäuser oder natürlich bei eurem Tabletop-Shop mal vorbeizuschauen. Und zu guter Letzt machen wir noch einige Tufts dran, die einfach an den Kanten oder an auffälligen Klebestellen dann positioniert werden, einfach um unschöne Ecken zu überdecken. Die Tufts übrigens müsst ihr auch mit Heißkleber festmachen, die werden nicht selbstklebend hier haften an den Waldböden. Die Tufts sind übrigens von Army Painter, Jungle und Woodland. Weitere Füllelemente Waldboden mit Felsen. Ja, aus Styrodur, aus Abfallstücken im Prinzip habe ich mir so ein paar kleine Steinchen herangeschnitzt. Immer wieder geguckt, dass sie nicht zu groß sind, nicht zu wuchtig. Und dann einfach mal auf die Base gepackt, um zu gucken, wo der so sitzen könnte. Hey, kannst du mir mal sagen, was ich hier eigentlich so mache? Ich muss dir erklären, was du hier machst. Ja, ich weiß gerade nicht. Es wird gebastelt, es wird gemalt und wir haben auf jeden Fall extrem viel Spaß. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann unbedingt abonnieren. Ja, und dann packe ich noch jeweils Steine hinzu, bis ich damit zufrieden war. Ansonsten ging es eigentlich genauso weiter wie bei den anderen Füllelementen. Ich packe Strukturfarbe drauf. Bis die Strukturfarbe aufgetragen werden, diese selbstgemachten Steine reingedrückt, dann so trocknen gelassen und anschließend die Steine selbst auch noch mit Strukturfarbe bestrichen und dann im Schnelldurchlauf bemalt. Mit Anthrazitkraut zum Beispiel für die Gesteine. Anschließend wurden die Steine sowohl am Boden wie der Boden selbst auch mit Nougatbraun nochmal trocken gebürstet, damit es einfach zum Boden passt und etwas verwittert ist. Danach wurde ein 1:1 Mischverhältnis zwischen Lavagrau und Anthrazitgrau benutzt, beides Abtönfarben. Und der Stein weiter trocken gebürstet. Aber nur der Stein nur noch. Anschließend nur noch das Lavagrau selbst. Dann mit der Abtönfarbe Sand, der Stein sowie auch der Waldboden an einigen Stellen.
Dann, da wir im Urwald sind auf Kirschig mit der Abschnittfarbe Dschungel, dass einfach auch der Stein etwas belegt ist mit so einer Art Algengewuchs oder Moosgewuchs. Und zu zuletzt mit der Abtönfarbe Bambu noch ein letztes Mal. Ich habe immer darauf geachtet, den Pinsel weiter abzustreifen, damit weniger Farbe aufs Geländestück kommt. Achte darauf, wenn ihr solcherlei Dinge macht. Ja, ich habe dann noch einige Löchlein reingemacht, wie bei den anderen Elementen auch, und habe das Ganze dann mit Heißkleber und den Pflanzen dementsprechend dekoriert. Nun abschließend gleich noch im Anschluss einige Sequenzen, wie solche kleinen Geländestückchen einen Spieltisch einfach bereichern. So Leute, hallo und willkommen zurück. Ich habe mir hier mal ein paar Elemente rausgepickt. Hier haben wir was, da ist nur Grünzeug drauf. Was ich bei dem aber cool finde, ist, dass wirklich verschiedenste Grünteile drauf sind. Also es ist nicht nur eine Pflanzensorte, weil würde ja draußen so auch nicht unbedingt wachsen. Wir haben wirklich kleine Grasbüschel, wir haben Halbhochsträucher, wir haben, naja, nicht richtig wie ein Farn, aber sowas in die Richtung. Und es wächst eben sehr gemischt hier und das finde ich cool, weil es passt es passt dadurch natürlich auch an viele Stellen auf der Platte. Ja, vor allem, wie sie es gerade richtig sagt, oft ist es jetzt so, dass, wenn ihr im Wald unterwegs seid, viele Gewächse, also Sträucher und kleine Gräser, sich zusammengesellen, weil der Strauch wächst wesentlich höher, das Gras trat runter, will vielleicht gar nicht so viel Sonne abkriegen und ist mit wesentlich weniger zufrieden, wächst dann da runter, und deswegen immer schön kombinieren, solche Sträucher, und nicht so eintönig machen. Sieht auch wieder etwas authentischer einfach aus, wenn man mal im richtigen Leben so ein bisschen rumguckt. Ja, und halt wirklich vielseitig hinstellbar auf der Platte, und ich denke, sowas hält eine Platte halt genau, auch das wird lebendig. Jetzt auch, ne? Ja, es wird jetzt auch ultra gut hierher passen zum Beispiel. Ich rücke mal kurz ein ATS-Stück zur Seite, dass ihr das überhaupt sehen könnt, und die Sturmtruppen stimmen wir weiter vor. Weil ich habe hier teilweise dieselben Pflanzen nochmal verwendet an der Ecke. Ich könnte es genauso, um eine Lücke zu schließen, vielleicht auch noch mal oder einen Engpass zu bilden vom Geländetyp her, hier nebeneinander stellen. Gleiche könnte ich natürlich auch hier oben hinstellen. Hier oben sind auch teilweise diese Pflanzen. Das sieht einfach dann zusammengehörig einfach aus, auch auf dem Feld dann. Ja, das nächste. Ich habe hier nochmal was mit Grünpflanzen rausgesucht, aber hier wächst es ein bisschen wilder. Also während das andere zwar schon auch verschiedene Pflanzen waren, aber eigentlich nur grün gehalten, hat Seifer hier was zusammengebastelt, wo dann auf einmal auch noch so ein blauer Büschel drauf sitzt. Ja, als würde dieser Busch da ein bisschen blühen. Ja, und das finde ich halt auch ganz cool. Will damit sagen, traut euch ruhig auch was zu kombinieren, was vielleicht auf den ersten Blick, wo man denkt, ich weiß nicht so genau, aber ruhig auch rumexperimentieren und einfach austesten, würde ich jetzt sagen. Ja, mutig sein. Ja. Und dann habe ich mir noch ein drittes gefischt. Eine Mischung mit Gestein jetzt. Genau, da habe ich eine Mischung mit Gestein rausgesucht. Ich trage mal weiter vor, dass die Leute vielleicht besser sehen. Genau, gut. Ja, und das finde ich eben schön, weil man hat mit dem Gestein einfach nochmal ein ganz anderes Element. Und es wachsen aber auch schön die Pflanzen drumrum. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass das draußen echt so wächst. Also hier hinten zum Beispiel ist dann auch noch so ganz klein so Gras am Stein entlang. Dann hier sprießt es ein bisschen höher hinten hervor. Ja, dann hier was Schilfartiges könnte ich also genauso auch gut an Fluss später stellen. Also die jetzt erst einschalten, diese Platte wird auch von einem Fluss gesäumt. Und noch läuft das Wasser nicht. Das hier wird tatsächlich ein Wasserfall. Hier wird nachher das Wasser runterregnen. Und dann passt es sehr gut auch einfach ans Flussbett irgendwo hin. Ja, also deswegen finde ich die sehr, sehr cool.
Was mir aber noch aufgefallen ist beim Rumgucken auf der Platte, wir haben hier irgendwie so einen Albino-Wookie, der passt irgendwie noch nicht so ins Bild. Der Albino-Wookie, ja, der versucht seinen Stamm zu verteidigen vor dem Dunklen Lord, weil der Dunkle Lord ist wohl gerade da, um die Wookiees halt zu versklaven, weil es wohl wahrscheinlich so eine Aufrührerbande hier gibt, die ihr Volk befreien wollen. Ja, der ist von einem Partner von mir, vom Wykong Tabletop. Wenn ihr den Kanal ein bisschen unterstützen wollt, ohne dass ihr irgendwas extra zahlen müsst, mit dem Code Cypher10, blende ich euch auch nochmal ein. Ansonsten auch in die Beschreibung gucken, da ist auch der Link nochmal zur Homepage von Wykong Tabletop. Ja, indem ihr den Code eingibt, könnt ihr hübsche Alternativminiaturen bekommen und unterstützt mich vor allem mit dabei, den Kanal weiter voranzubringen, dass ich solche Projekte vielleicht noch mehr ausschmücken kann, vielleicht noch eine Schippe draufpacken. Ihr bekommt wirklich gute Miniaturen, was wir auf jeden Fall alle sagen können, sowohl du wie auch Magda. Die Figuren sind nicht so bruchgefährdet wie andere Racing-Objekte, die wir schon gesehen hatten und auch in der Hand hatten. Und optisch machen die eigentlich immer alle was her. Ja. Das kannst du zum Beispiel auch bei Shakti sagen. Ja. Ist eines meiner Lieblingsmodelle tatsächlich die Shakti. Ja, Cypher 10 und ihr unterstützt uns ein bisschen damit und kriegt auch was Gutes dafür. Ja, ansonsten zu Kashyyyk sind wir, glaube ich, für heute dann erstmal durch, ne? Oder hast du noch irgendwas? Nö, ich glaube, wir haben noch ein paar Folgen und da haben wir ja dann auch noch was zu quatschen. Ein Hinweis noch fällt mir aber ein. Ich wusste nicht, ob du es gesagt hast beim Gestein. Wenn ihr Gestein macht und in der Waldwelt, traut euch ruhig auch zum Schluss ein bisschen Hellgrund trocken zu bürsten, als wäre es so ein Algenbewuchs auf dem Stein oder so ein leichter Moosansatz. Sieht auch immer ganz gut aus, weil nur grau, also so typisch Kinderweisheit, sage ich mal. Ja, Stein ist grau. Ist er meistens nicht. Er ist nicht nur grau. Oft ist er auch ein bisschen braun mit dabei, oder weiß oder halt im Wald auch ein bisschen grün. Das fiel mir gerade noch ein. Weiß mich nicht, ob ich es dir bei der Klippe gesagt habe tatsächlich. Egal. Danke dafür, dass ihr dabei wart. Danke an dich, dass du dabei warst. Und wir sehen uns dann demnächst zum nächsten Video rund um Kashyyyk. Und im Moment wüsste ich jetzt gar nicht, wo wir weitermachen. Lasst euch überraschen. Du natürlich ebenso. Bis bald. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.